Willkommen zum ersten Devlog zu meinem Spiel zu der Serie Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine The Game ist ein Spiel, das ich seit einiger Zeit selbstständig in meiner Freizeit als Hobby entwickle. Die erste Idee war, dass der Spieler mit den Hauptcharakteren der Serie eine Story durchspielen und dabei Missionen lösen kann. Für die Story habe ich jetzt noch keine konkreten Ideen, diese wird aber vermutlich zeitlich zwischen der 3. und der 4. Staffel stattfinden. Momentan konzentriere ich mich aber darauf, zunächst das Revier zu modellieren und den Halloween-Code zu programmieren, damit erstmal die erste spielbare Mission überhaupt im Spiel enthalten ist. Jetzt befinde ich mich hier im Revier. Das ist natürlich der wichtige Teil des Spiels. Hier kann der Spieler nachher mit seinem Charakter einfach so rumlaufen. Jetzt gerade ist noch so das größte Problem, dass das ganze Spiel noch ziemlich stark laggt. Das liegt aber hauptsächlich an der Beleuchtung. Zuerst haben wir hier den sogenannten Bullpen. Wir können hier durch das Tor laufen. Dann sehen wir auch schon durch das Textfeld gerade, dass wir uns jetzt im Bullpen befinden. Wir können auch sehen, die Computerbildschirme zum Beispiel funktionieren. Wir können hier entweder wie hier links einfach ein Bild anzeigen lassen oder wie rechts können wir ein Video abspielen lassen. Wir können aber auch einfach so ein schwarzes Bild anzeigen lassen. Dann haben wir zum Beispiel hier auch noch das Besprechungszimmer, wo die ganzen Meetings stattfinden. Eine Funktion, die ich hier schon eingebaut habe, ist zum Beispiel hier, dass man eine Rede halten kann. Natürlich schwebt der Charakter gerade in der Luft, das ist noch ein kleiner Fehler, den ich beheben muss. Aber an sich fand ich, ist das eine ganz coole Funktion, die man auf Dauer gut nutzen kann. Die ganzen Türen funktionieren natürlich auch. Man kann durch alle Türen durchlaufen. Diese Tür zum Beispiel ist jetzt so einprogrammiert, dass sie von Anfang an geöffnet ist. Aber man kann natürlich wirklich auch durch alle Türen durchlaufen. Viele der Türen und vor allem auch viele der Fenster haben zusätzlich auch noch diese Lamellen. Auch die Lamellen funktionieren. Das heißt, man kann sich hier nachher da vorstellen, scrollt und die Lamellen bewegen sich. Man kann sie auch ganz runterfahren, dann drehen die sich noch so ein bisschen, dann sind die ganz geschlossen. Und zu Beginn des Spiels stellt das Programm die Lamellen zufällig ein, deswegen sind auch alle Lamellen hier unterschiedlich weit eingestellt. Eine weitere Funktion, die wir im Spiel haben, ist das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. Dafür müssen wir uns in der Nähe eines dieser Lichtschalter hinstellen, drücken die Taste F und das Licht kann man so einschalten. Auf dieselbe Weise kann man es dann natürlich auch wieder ausstellen. Eine der mit komplexesten Systeme, die ich bereits mit ins Spiel eingebaut habe, ist der Fahrstuhl, der auch soweit schon, bis auf vielleicht ein paar kleine Fehler noch, auch komplett funktioniert. Dafür stellt man sich in die Nähe des Fahrstuhls, dann wird wieder oben ein kleines Infofeld angezeigt, dann würde danach links ein Symbol der Taste F stehen, das heißt, dafür muss man dann einmal die Taste F drücken, dann kommt der Fahrstuhl zu einem gefahren, dann kann man in den Fahrstuhl reinlaufen, dann muss man erneut die Taste F drücken. Dann dadurch öffnet sich hier ein kleines Fenster. Da wählt man dann die Etage aus, in die man fahren möchte. Zum Beispiel möchte ich jetzt ins Erdgeschoss. Die Türen schließen sich und dann fährt der Fahrstuhl selbstständig runter. Hier hinten in der Ecke haben wir dann auch noch das Treppenhaus. Hier haben wir dann eben einfach die Treppe, die dann zu den unteren Etagen führt. Das Treppenhaus selber, das wurde so in der Serie nie gezeigt. Deswegen ist jetzt hier einfach so eine Treppe. Ich habe versucht, die dann im selben Stil zu modellieren wie die Treppe, die man ja sehen kann. Neben der Treppe gibt es dann natürlich auch eine Feuertreppe, die so jetzt auch nicht in der Serie zu sehen war. Die führt dann einmal vom Dach oben runter bis ins erste Obergeschoss. Für die Feuertreppe selber habe ich dann online geschaut, wie Feuertreppen typischerweise in New York aussehen und habe dann versucht, auf der Grundlage eben die Feuertreppe dann eben nachzumodellieren. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch das ganze Revier von außen. Auch das existiert natürlich schon bereits. Hier kann man dann zum Beispiel einmal um das Gebäude herumlaufen. Hier sehen wir dann auch die Feuertreppe von gerade nochmal. Der wichtigste Teil des Spiels ist natürlich nachher das Revier. Und wichtig für das Revier ist natürlich, dass es auch nachher auch genau so aussieht, wie es halt auch in der Serie aussieht. Und um das eben machen zu können, brauche ich irgendwie erstmal einen Flurplan, damit ich eben weiß, wie ich das Revier nachher modellieren muss. Und dafür habe ich eben mit dem Programm Floorplan Creator einen Flurplan erstellt. Das Programm ist kostenlos, kann man
über einen Internetbrowser benutzen. Und damit habe ich dann eben einmal Flurpläne für das ganze Gebäude erstellt. Hier zum Beispiel sehen wir jetzt gerade den Flurplan von der 3. Etage oder beziehungsweise im amerikanischen ja der 4. Etage, da wo die ganze Serie auch stattfindet. Da haben wir dann hier einmal den sogenannten Bullpen, da wo die ganzen Detectives nachher arbeiten. Hier links ist dann das Büro von Captain Holt, darunter dann eben auch der Kopierraum. Hier weiter unten geht es mit dem Besprechungszimmer weiter. Dann haben wir hier natürlich auch noch die Zelle, Pausenraum. Auf den Rest würde ich jetzt so genau nicht noch alles eingehen, das kann man hier alles sehen. Somit die größte Herausforderung hier war dann eben die Abmaße auch richtig einschätzen zu können. Irgendwann bin ich so hingegangen, habe dann eine Szene aus der Serie genommen und habe mir dann eben die Deckenplatten angeschaut, indem ich halt einfach davon ausgegangen bin, dass Deckenplatten meistens ja ungefähr dieselbe Größe haben. Konnte ich dann eben abzählen, okay, wie viele Deckenplatten haben wir da an der Decke, kann dann eben daraus die gesamte Breite des Bullpen berechnen. Und zusätzlich war mir natürlich auch wichtig, dass wir das Ganze nachher so getreu wie möglich haben. Mit das Schwierigste waren hier so die Räume, wie zum Beispiel dem Evidence Room, also dem Beweisraum, der zwar ja in der Serie auch oft zu sehen ist, aber man sieht halt nie, es gibt in der ganzen Serie keine Szene, wo mal gezeigt wird, wie man vom Bullpen zum Evidence Room rüberkommt. Und das ist dann halt einfach insofern das Schwierige, dass man dann nicht mehr so getreu das Ganze nachmachen kann. Und wenn man das ganze Gebäude halt wirklich möglichst getreu haben möchte, dann müsste man sich wirklich jede Folge der ganzen Serie nochmal genau anschauen, sich wirklich immer Notizen machen. Damit bin ich jetzt irgendwo nochmal wieder angefangen, aber das würde natürlich auch nochmal wieder dauern. Aber sobald ich damit fertig bin, werde ich die Flurpläne nochmal wieder überarbeiten und dann würde an der Stelle natürlich auch nochmal wieder ein ausführliches Video über die Flurpläne erfolgen. Der nächste Schritt nach dem Flurplan ist dann natürlich das Modellieren des Gebäudes. Wir wollen ja nachher das komplette Modell in 3D im Spiel drin haben. Hier können wir jetzt schon das fertige 3D-Modell des Reviers sehen. Also von außen ist das Revier wirklich auch schon komplett fertig. Von innen fehlt vor allem noch die Inneneinrichtung. In der 4. Etage sind viele der Möbel bereits drin, aber im Wesentlichen das Wichtigste, um halt schon mal mit ins Spiel einbauen zu können, ist da halt eben fertig. Hier bei diesem Modell können wir zusätzlich noch sehen, dass ich da auch schon mal mit dem Straßennetz drumherum angefangen habe. Ich habe auch schon mal angefangen, hier da ein paar Gebäude im Umkreis schon mal zu modellieren. Man kann auch hier wirklich schon ein ziemlich großes Straßennetz sehen. Die Idee an dem Spiel oder meine erste Idee des Spiels war eben auch zu sagen, dass man eben nicht nur das Revier hat, wo man rumlaufen kann, sondern wirklich auch den ganzen Bezirk, wofür das Revier in der Serie auch zuständig ist. Eine Sache, die nämlich bereits auch schon funktioniert, ist die NPC-Steuerung. Das bedeutet, dass NPCs, also von computergesteuerten Charaktere, innerhalb des Gebäudes von A nach B laufen können. Das System, das ich dabei verwende, berücksichtigt bereits, dass NPCs auch Treppen hoch und runter laufen können. Jedoch berücksichtigt das noch nicht die Fahrstühle. Und genau das ist eigentlich sogar relativ kompliziert, dass NPCs eben auch meine Fahrstühle benutzen können. Wir können jetzt hier zum Beispiel gleich in dem Beispiel bereits mal einen NPC sehen, wie dieser jetzt von A nach B läuft. Dabei kommt hier gleich einer aus dem Treppenhaus raus, läuft zum Fahrstuhl und fährt genau mit dem jetzt eben nach unten. Das heißt also, dass NPCs eben schon hier im Spiel mit Fahrstühlen fahren können. Wobei die Spieler immer dem NPC gegenüber bevorzugt werden. Das bedeutet, wenn ein Spieler mit dem Fahrstuhl fahren möchte und im selben Moment aber auch ein NPC, dann bevorzugt der Fahrstuhl immer den Spieler. Aber an dieser Stelle würde ich dann irgendwann wahrscheinlich nochmal ein separates Video machen und die Funktionsweise des Fahrstuhls und auch die Funktionsweise der NPCs nochmal genauer erklären. Ein möglicher Teil des Spiels könnte auch irgendwann der Multiplayer-Modus werden, wobei ich hier noch gerade nicht sicher sagen kann, ob es diesen irgendwann geben wird. Bisher habe ich hier nur die Lobby programmiert. Das Ganze wird nachher so ablaufen, einer der Spieler muss immer auf Spiel erstellen klicken. Dann verbindet er sich mit dem Server, erstellt direkt einen Raum. Zuerst haben wir hier auf dieser rechten Seite die Spielerliste. Hier werden nachher alle Spieler gelistet, die mit dem Server verbunden sind. Dabei wird hier das, was gerade noch rot ist, dort wird dann nachher der Name des jeweiligen Spielers angezeigt. Aktuell steht Warteaufnahme, weil der Spieler noch keinen Name eingegeben hat. Den Namen eingeben kann man hier in diesem Eingabefeld. Sobald man auf Bereit klickt, wird hier auch der Name angezeigt. Unter dem Namen steht dann immer der Charakter, den der Spieler ausgewählt hat. Auch den kann man ändern, indem man auf das Bild des Charakters klickt. Dann hat man hier eine Übersicht über alle
möglichen Charaktere, wobei ich jetzt erstmal nur die wichtigsten Charaktere mal irgendwie mit reingenommen habe, damit man schon mal eine Auswahlliste hat. Wenn man auf einen der Charaktere klickt, dann wird der Spieler automatisch ausgewählt. Das wird in der Spielerliste dann entsprechend auch direkt aktualisiert. Man kann auch, wenn man mit der rechten Taste klickt, kann man hier ein kleines Infofenster öffnen und so dann sehen, was die einzelnen Charaktere für Eigenschaften haben. Zusätzlich hat man dann hier mit diesem Zahnrad noch die Möglichkeit, die Einstellungen des Multiplayer-Spiels zu ändern. Zum Beispiel kann man nachher zwischen den Minispielen ändern und für die einzelnen Minispiele kann man dann hier noch die entsprechenden Einstellungen ändern. In der nächsten Zeit würde es dann erstmal damit weitergehen, dass wenigstens der Halloween-Coup eingebaut ist. Wie es dann danach weitergeht, werde ich dann sehen. Im Laufe der nächsten Zeit wird es mit Sicherheit auch noch weitere Videos geben, in denen ich den Fortschritt des Spiels weiterhin dokumentieren werde. Und wahrscheinlich werde ich auch einige Funktionen des Spiels, zum Beispiel den Fahrstuhl, nochmal in separaten Videos näher erläutern. Bis hierhin bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich über euren Feedback und eure Ideen in den Kommentaren.